Shiva, Ja, wie geht es dir? sehr gut, danke. Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Ach nee. Mhm. Schau mal. Oh. Langsam sprechen, Shiva. Hallo, ich bin Shiva und hier ist... Jonathan. Willkommen bei den Matrixern! Ja. Es sollen außerirdische Rassen existieren, wie Yetis, Reptos, Riesen. Allerdings befinden die sich nicht direkt in der inneren Erde, sondern in unterirdischen Basen. Ja, also man muss sich ja vorstellen, die Erde ist ja sehr groß und hat auch eine dicke Erdschicht. Da passen die Vulkane alle locker rein. Ja. Also ein Argument gegen die innere Erde ist zum Beispiel, dass Vulkane existieren. Ja. Und dann sagen die, ja, weil es ja Vulkane existiert und unten ist alles voller Magma, da kann keine innere Erde existieren. Ist aber Quatsch. Das wäre ja so, als würde man sagen, wenn ein Mensch einen Pickel hat, kann sich darunter nichts befinden, ja? Weil da ist ja ein Pickel. Ja? Also so kann man das vergleichen. Also die Erdkruste ist schon sehr dick. Also man geht da schon von 1200 Kilometer aus. Okay, ja, das ist Und da haben die Vulkane ja wohl locker Platz. Und natürlich auch außerirdische Basen ja. haben da Platz. Ja, und da soll es dann auch Reptiloiden geben, die da eine Basis haben. Greys sollen da Basen haben. Und ja, da gibt es so einige Basen, da gehe ich schon von aus. Ich war einige in Bewusstseinsreisen, habe ich mal einige gesehen. Ja. War auch schon im Portal sind dann. Das ist krass. Okay. Man sagt ja, die Innererdler werden viel, viel älter als wir, zwischen drei. Bei den Innerweltlern geht man ja davon aus, dass sie irgendwie 300 bis 1000 Jahre alt werden sollen. Und das soll daran liegen, dass es dort keine Temperaturunterschiede gibt, keine Jahreszeiten, keine Weltraumstrahlung. Und naja, daraus resultiert eben die höhere Lebensdauer. Und die ernähren sich natürlich auch von genfreiem, biologisch angebauten, sehr leckerem Obst. Und soweit ich weiß, haben sie auch keine Abgase oder sonst was. Ja. Genau. Ja. Dadurch werden die schon mal so locker 300 Jahre alt bis 1000 Jahre alt. Und es soll da auch den einen oder anderen Alien geben, der noch älter ist. Ja, genau. Dazu kommen wir später auch nochmal im Interview, genau. Das Wort Agatha, das kommt ja aus dem Buddhistischen. Und wie hängen dann der Buddhismus und die innere Erde miteinander zusammen? Ja, es gibt zum Beispiel einen Zugang zur inneren Erde in Tibet. Und der Dalai Lama bekommt stets einen Schlüssel ausgehändigt. Eben dieser Schlüssel kommt von einem Vertreter der inneren Erde und wird dann halt an den Dalai Lama weitergegeben. So nach dem Motto, wenn mal Not herrscht oder so, könnte dann bei uns Zuflucht finden. Ah, okay, spannend. Ja. Und der wird auch bewacht von Mönchen, dieser Zugang. Die lassen da auch keinen durch. Aber es gibt auf der ganzen Erde halt viele, viele Zugänge. Shambhala soll ja in Tibet liegen. Genau, Shambhala ist genau unter Tibet. Und so wie am Mount Shasta ja Telos unter der Erde existieren soll, die Stadt Telos. Und da gibt es eben sehr viele Zugänge. Also viele Tunnel. Genau, auf meinem schlauen Zettel steht noch, dass das eben hinter einem Wasserfall liegt und die Höhle 200 Meter lang ist. Und da ein geheimer Zugang mit der Länge von 1200 Kilometern sein soll, die von Mönchen bewacht wird, von tibetischen. Ja, da geht es also schon tief runter. Ja, genau. Aber ich denke mal, also so wie ich das mal gesehen habe, haben die da sowas wie Aufzüge. Ah ja, okay. Weil die 1200 Kilometer abwärts durch Ist Höhlen einsichtbar.
Ja, das wäre, glaube ich, nicht zu meistern. Ja. Genau, dann kommen wir zu den Nordlichtern. Und zwar Boulevard-Theoretiker sagen ja, dass die Nordlichter eben durch die Zentralsonne entstehen und hier so ein schönes Licht dann bei uns machen, und zwar die Nordlichter. Ganz genau, so sehe ich das auch, dass eben die Nordlichter eben durch die Öffnung in der inneren Erde von der Zentralsonne aus ausgestrahlt wird. Genau. Ja. Und die Zentralsonne wurde eben von den Ariani sozusagen erschaffen. Das ist also schon eine Art künstliche Sonne, die aus einer Art Kristall besteht und die eben dann wirklich so nachts auch gedimmt wird, ne, und tagsüber blendet sie heller und so. Genau. Also ist schon sehr interessant. Hallo! Willkommen bei uns zum heutigen Interview Die innere Erde. Genau, und ich habe da auch noch was ganz Schlaues zu aufgeschrieben, und zwar von Ramter, der das gesagt hat mit den Nordlichtern, und zwar, dass das Licht, die Nordlichter eben am Nachthimmel sichtbar werden, weil die Zentralsonne von innen nach außen reflektiert. Und die Nordlichter entstehen eben dadurch, dass das Licht von den Kristallen in der kalten Polarluft abprallt, reflektiert wird und eben die Kristallpartikel als Spiegel fungieren. Ja, ganz genau, so stelle ich mir das auch vor. Das wäre für mich auch die beste Erklärung, weil so wie das Nordlicht hier erklärt wird, durch die Sonnenstrahlen beziehungsweise so, die auf die Erdoberfläche auftreffen und diese Lichterscheinungen erzeugen, das passt ja nicht immer. Nee, eben, naja. So, als letzte Frage, hattest du denn schon mal Kontakt zu den Innererdlern oder zur inneren Erde, zu den Wesen, die dort leben? Ja, mehrmals sogar. Also Zuschauer wissen ja, dass wir ab und zu auch mal astral reisen, und ich bin dann halt in den außerkörperlichen Zustand gegangen und habe mich darauf konzentriert, in die innere Erde zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, weil da scheint irgendwie so eine Art Gesichtskontrolle zu herrschen. Die lassen da auch nicht jeden rein. Ne? Nee. Und das erste Mal, als ich da war, war ich nicht lange da, vielleicht ein paar Minuten, aber da konnte ich die Zentralsonne sehen. Also das hat alles so ein leicht goldfarbenes Licht. So ein bisschen so, wie man vielleicht so auch Fotos aus Afrika kennt. Das hat ja auch immer so einen leichten Magentastich. Ne? Aber da war es halt ein bisschen bräunlicher, so ein bisschen bernsteinfarben das Licht. Und das Schöne daran ist, man hat wirklich eine unglaubliche Aussicht in der inneren Erde, weil bei uns ist es ja so, dass die Oberfläche gewölbt ist. Das heißt, wir können ja nicht allzu weit gucken. Nee, ja. In der inneren Erde ist das andersherum. Da ist es nämlich nach innen gewölbt. Ne? Ich glaube, konkav gewölbt nennt man das. Und da kann man eben wirklich so über das ganze Land hinweg schauen. Unwahrscheinlich weite Aussicht. Also wesentlich weiter als hier. Und das war das erste Mal, als ich da war. Dann war ich einmal da bin ich dann eingeladen worden. Ich bin dann wirklich sozusagen abgeholt worden, außerkörperlich. Da hat mich dann jemand mitgenommen, hat gesagt, komm, ich zeige dir ihre Erde, ich nehme dich mal mit, da kannst du dich mal umschauen. Und dann hat er mich wirklich in dieses Hobbitdorf gebracht. Das ist, also ich sage immer Hobbitdorf, weil ich das gleich damit assoziiert hatte. Und da stehen überall so kleine Häuschen, ne? Also sehr einfach gebaut auch. Und vor einem dieser Häuser war ein ganz langer Tisch. Also der war bestimmt, weiß nicht, 15 Meter lang der Tisch. Ja, ein sehr langer Tisch. Und da waren die köstlichsten Speisen drauf. Also da war zum Beispiel ein Melonenstück. Das war so groß. Okay, ja. Ein Stück Melone. So groß, stand da auf dem Teller. Dann standen auch viele Krüge da, viel Wasser und anderes Obst auch, die viel, viel größer waren als bei uns, hier auf der Oberfläche. Und der hat mir dann auch einen Stuhl zugewiesen, hat gesagt, hier sitzt der Jonathan. Ne? Aber da ich ja astral war, konnten mich die nicht wahrnehmen. Ah, okay. Also ich habe mich dann auf den Stuhl gesetzt und dann kam auch jemand und wollte sich auf meinen Stuhl setzen und dann hat er gesagt, nein, da sitzt der Jonathan, da darfst du dich jetzt nicht draufsetzen. Okay. Ne? Und, aber ein paar konnten mich wahrnehmen, so 2, 3,
die an dem Tisch saßen, konnten mich wahrnehmen. Wir waren bestimmt 15 bis 20 Leute an dem Tisch. Okay. Ja, also es war schon ein ziemliches Gelage, muss ich sagen. Hatte schon so leicht mittelalterlichen Charakter alles. Ja. So halt wirklich so wie die Hobbits, ne? Sehr einfach gestrickt wirkten die, hatten dicke Nasen, so Knubbelnasen und auch ziemlich deutliche Stirn und große Ohren. Also die sahen schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, schon ein bisschen wulstiger alles aus bei denen. Ne? Ja. Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Dann hatte ich auch nochmal einen telepathischen Kontakt zur inneren Erde. Das heißt, ich hatte mich ins Bett gelegt nachts und hatte eine Meditation. Und in der Meditation war es dann plötzlich so, dass ich dann bemerkte, dass irgendwer mit mir telepathisch sprach und ich das nicht mitbekam. Ach, ja. Es lief alles über die linke Gehirnhälfte, also die linke Gehirnhälfte war irgendwie angesprochen, aber gleichzeitig konnte ich irgendwie nicht mitbekommen, was da gesprochen wird. Und dann bin ich tiefer in die Meditation gegangen und habe gemerkt, dass jemand von der inneren Erde mit meinem Unterbewusstsein kommuniziert hat. Ja. Und da habe ich dann eben versucht hinterzukommen, worum es da geht. Und ich habe dann halt nur einige Sätze mitbekommen. Und in den Sätzen hatten die eben erklärt, dass dass eben vor zigtausenden Jahren irgendwie die Prädatoren gekommen seien. Und die Prädatoren haben hier alles sozusagen gerodet. Die haben, vielleicht waren es auch Millionen Jahre, ich weiß nicht, die haben die riesigen Mammutbäume, die haben gigantische Bäume gefällt und haben die einfach mitgenommen. Die haben auch riesige Erntemaschinen gehabt, mit denen die dann halt über die Berge gegangen sind und haben die alle halt abgesäbelt oder abgeerntet und so weiter. Also die haben unwahrscheinlich viel geplündert hier, könnte man sagen, wie die Piraten. Und zu dieser Zeit mussten eben die Lebewesen, die auf der Oberfläche lebten, sich nach innen flüchten. Und so ist eben das entstanden, so wie ich das mitbekommen habe, dass es eben seit da an Innenweltler und Außenweltler gab. Ja, okay. Also es gab eben bestimmte Menschen, die noch außerhalb lebten und innerhalb lebten und die da fand eben diese Spaltung statt. Ah ja, okay. Und noch heute wird diese Spaltung auch geheim gehalten. Also sämtliche Informationen halt über die innere Erde wird verheimlicht. Auch in der Öffentlichkeit oder in der Presse oder so. Weil ist ja auch klar. Denn wenn die Menschen mitbekommen würden, dass in der inneren Erde noch eine andere Zivilisation lebt, wo man hin kann, würden ja viele versuchen, da hinzukommen. Ja. Ja, und das würde, glaube ich, unserer Wirtschaft vielleicht nicht so gut tun. Vermute ich mal. Und den Innererdlern sicher auch nicht. Ja. Oder vielleicht könnten sie da auch erfahren, wie die Geschichte wirklich abgelaufen ist. Die ist ja jetzt nicht so abgelaufen, wie wir das in der Schule gelernt haben. Also da denke ich mal, um solche Konflikte zu vermeiden, wird das halt einfach verheimlicht. Genau wie die Geschichten über die UFOs. Ja, klar. Ja. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Interview für heute, würde ich sagen, oder? Ja, war ein schönes Interview, sehr informativ, hoffe ich. Ich hoffe auch für euch. Ja. Und im zweiten Teil geht es weiter und da machen wir das Interview mit der Sharula Dukes, also nicht mit der Sharula Dukes, sondern von der Sharula Dukes und werden euch da all die Informationen weitergeben, die wir da rausfinden konnten, raussammeln konnten. Und ja, das war's dafür heute mit den Matrixern. Ja, viel Spaß. Ciao. Ciao.